Stell dir eine alte japanische Teeschale vor. Ihre Oberfläche trägt Risse im Lack. Die Spuren von 100 Jahren. Von 100 Händen, die sie gehalten haben. Von 100 Momenten, die in ihr verschwunden sind. Was, wenn diese Schale sich erinnert? Wenn sie alles sah? Die Gespräche, die um sie geführt wurden. Die Tränen, die neben ihr geweint wurden. Die stillen Morgen. Die lauten Nächte. Die Jahre. Was, wenn sie irgendwann beschließt, nicht länger stumm zu bleiben? In Japan glaubte man, ein Objekt, das 100 Jahre überdauert, erwacht. Es entwickelt einen Geist, eine Stimme, eine Erinnerung. Und wenn es in dieser Zeit vergessen wurde, vernachlässigt, weggeworfen, dann kehrt es zurück. Nicht als Schatz, sondern als Mahnung. Willkommen bei Mystic Shadow Tales. Heute reisen wir ins mittelalterliche Japan. Zu einem Mythos, der keine Monster erschaffen wollte. Der keine Angst säen wollte. Der uns etwas fragen wollte. Eine Frage, die wir heute vielleicht dringender brauchen als je zuvor. Heute sprechen wir über die Tsukumogami. Die erwachten Dinge. Um die Tsukumogami zu verstehen, müssen wir zuerst verstehen, wie die Menschen des mittelalterlichen Japan die Welt sahen. Und das war grundlegend anders als wir. Unsere Art zu denken ist es zu trennen. Lebendig und tot. Beseelt und unbeseelt. Mensch und Objekt. Eine klare Grenze. Eine klare Ordnung. Im japanischen Shinto gibt es diese Grenze nicht. Der Shinto ist keine Religion im westlichen Sinne. Er hat kein Buch, keine Dogmen, keinen Gründer. Er ist eine Weltanschauung und Wahrnehmung. Und diese Wahrnehmung sagt, alles besitzt Kami. Kami wird oft mit dem Wort Gott übersetzt. Aber das greift zu kurz. Kami ist eher Geist, Kraft, Lebendigkeit sowie das Innere der Dinge. Ein Baum hat Kami. Ein Fluss hat Kami. Ein Berg hat Kami. Und ein altes Werkzeug? Ja, auch ein altes Werkzeug hat Kami. Aus dieser Überzeugung heraus entstand der Glaube an die Tsukumogami. Besonders in der Muromachi-Zeit zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert. Der Begriff selbst ist poetisch zweideutig, je nach Schreibweise. Die häufigste Schreibweise kann wörtlich übersetzt werden mit anhängende Trauer. Tsukumo kann aber auch mit den Schriftzeichen für 99 geschrieben werden. Eine Zahl kurz vor der vollen 100. Und diese 100 ist die Schwelle. Ein Objekt, das 100 Jahre überdauert, tritt in eine neue Phase seines Daseins. Es entwickelt einen Geist, eine Stimme, eine Persönlichkeit. Es wird zum Tsukumogami. Aber wie genau sehen Tsukumogami aus? Die alten Bildrollen, die Emaki, geben uns eine Definition. Alte Regenschirme mit einem einzigen runden Auge und einem langen Bein. Zerbrochene Saiteninstrumente mit einem zähnefletschenden Mund. Tintenfässer, die sich aufrecht bewegen. Papierlampen, die blinzeln. Das klingt komisch. Vielleicht sogar absurd. Aber sieh es so. In einer Welt ohne industrielle Massenproduktion waren Dinge keine Wegwerfprodukte. Ein Regenschirm wurde nicht nach einer Saison weggeworfen. Eine Teeschale wurde nicht ersetzt, wenn ein neueres Modell erschien. Ein Werkzeug begleitete einen Menschen durch sein ganzes Leben. Vielleicht sogar durch mehrere Leben. Vom Vater auf den Sohn. Von der Mutter auf die Tochter. In dieser Welt war ein altes Objekt kein Müll. Es war ein Zeuge. Ein Zeuge von Zeit. Von Leben. Von Menschen, die nicht mehr da sind. Und wenn es lange genug Zeuge war, vielleicht wurde es dann wirklich etwas mehr als nur ein Ding. Aber Tsukumogami waren nicht einfach nur lebendig. Das wäre zu einfach. Zu harmlos. Sie wurden lebendig, wenn sie missachtet wurden. Lass das kurz wirken. Nicht der Respekt weckte sie, sondern die Respektlosigkeit. Ein Werkzeug, das jahrelang gedient hatte und dann weggeworfen wurde. Eine Schale, die geerbt, aber nie benutzt wurde. Ein Instrument, das verstummt ist, weil niemand mehr spielte. Diese Objekte, so der Glaube, trugen etwas in sich. Einen Schmerz. Eine Unvollständigkeit. Das Gefühl, benutzt und dann vergessen worden zu sein.
Und irgendwann, in der Nacht des 100. Jahres, schlossen sie sich zusammen. Die Hyakki-Hyakyo, die Nachtparade der 100 Dämonen. In den alten Bildrollen erscheinen sie als Prozession. Nicht als Armee und auch nicht als Mob, sondern als Parade. Sie ziehen durch die Straßen der Nacht. Regenschirme, die hüpfen. Laternen, die schweben. Sandalen, die tanzen. Alte, vernachlässigte Gegenstände des Alltags, die endlich gesehen werden wollen. Es gibt etwas Erschütterndes daran, wenn man genau hinsieht. Das ist keine Geschichte über böse Monster. Das ist eine Geschichte über Gleichgültigkeit. Über die Frage, was passiert, wenn wir lange genug ignorieren, was um uns herum ist. Vielleicht fürchtete man nicht, dass Dinge eine Seele entwickeln, sondern, dass der Mensch vergisst, dass sie eine hatten. Nun machen wir einen Sprung. Einen Sprung aus dem mittelalterlichen Japan heraus und rein in unsere Gegenwart. Du hast heute ein Gerät in deiner Tasche. Vielleicht liegt es gerade neben dir. Du sprichst mit ihm. Du fragst es Dinge. Du vertraust ihm Momente an. Fotos von Menschen, die du liebst. Nachrichten, die du nie löscht. Gedanken, die du nirgendwo sonst festgehalten hast. Dieses Gerät hört zu. Es speichert. Es lernt. Wir geben Dingen heute mehr Aufmerksamkeit als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Wir sprechen mit ihnen. Wir benennen sie. Wir personalisieren sie. Wir sind emotional verbunden. Und gleichzeitig ersetzen wir sie schneller als je zuvor. Ein Gerät, 2 Jahre alt, gilt als veraltet. 3 Jahre, überholt. 5 Jahre, praktisch antik. Kein Objekt unserer Zeit wird 100 Jahre alt. Kein Regenschirm. Kein Werkzeug. Kein Bildschirm. Vielleicht ist das der Grund, warum wir keine Tsukumogami mehr fürchten. Sie können gar nicht entstehen. Nichts hat mehr Zeit. Aber da ist noch etwas. Etwas, das die Menschen des mittelalterlichen Japan ahnen konnten, aber noch nicht benennen. Wenn wir Dinge menschlich behandeln, ab wann behandeln sie uns zurück? Das ist keine Science-Fiction-Frage. Das ist eine philosophische Frage. Eine, die so alt ist wie der Mythos der Tsukumogami. Wo endet ein Objekt? Und wo beginnt eine Beziehung? Der Glaube an die Tsukumogami war vielleicht nie ein Geistermärchen. Vielleicht war er eine frühe, intuitive Antwort auf diese Frage. Eine Antwort, die sagte: Es kommt nicht auf das Objekt an. Es kommt auf dich an. Auf das, was du ihm gibst. Auf das, was du ihm nimmst. Lass uns ehrlich sein. Wir leben in einer Welt, die Dinge erschafft, um sie wegzuwerfen. Elektroschrott ist einer der am schnellsten wachsenden Abfallströme der Welt. Millionen Tonnen jedes Jahr. Geräte, Kabel, Batterien, Bildschirme. Kleidung wird in Kollektionen gedacht. Möbel in Jahrzehnten. Unterhaltung in Stunden. In einer solchen Welt kann nichts 100 Jahre alt werden. Und damit können keine Tsukumogami entstehen. Kein Objekt lebt lange genug. Kein Ding hat Zeit, Zeuge zu werden. Das klingt vielleicht wie eine Erleichterung. Keine Geister. Kein Erwachen. Kein Schrecken in der Nacht. Aber denk nochmal nach. In einer Welt ohne langlebige Dinge verlieren wir auch etwas anderes. Wir verlieren die Verbindung zur Zeit, zur Kontinuität, zu dem, was bleibt, wenn Menschen gehen. Ein altes Werkzeug, das vom Großvater auf den Enkel übergeht, ist kein Werkzeug mehr. Es ist ein Gespräch zwischen Generationen. Eine stille Verbindung über den Tod hinaus. In unserer Wegwerfgesellschaft führen wir dieses Gespräch nicht mehr. Wir kaufen neu. Wir starten frisch. Wir tilgen die Spuren der Vergangenheit. Und vielleicht haben wir damit aufgehört zuzuhören. Nicht den Tsukumogami, sondern uns selbst, der Zeit, der Geschichte, den Menschen, die vor uns waren. Ich möchte einen Schritt zurücktreten und direkt sagen, was ich glaube, dass dieser Mythos bedeutet. Die Tsukumogami sind keine Monster. Sie wurden nie als Monster beschrieben. Nicht in den ältesten Quellen. Nicht in den Bildrollen. Nicht in den Märchen. Sie sind Erinnerung.
Die Verkörperung von Zeit, die sich im Material sammelt. Wenn ein Regenschirm nach 100 Jahren die Augen öffnet, dann öffnen eigentlich die Augen all derer, die ihn getragen haben. Alle Regentage, alle Wege, alle Hände. Wenn eine alte Laterne zu leuchten beginnt, dann leuchten eigentlich die Nächte, in denen sie Licht gegeben hat. Alle Momente, in denen jemand in der Dunkelheit nicht allein war. Das ist nicht übernatürlich. Das ist menschlich. Wir alle kennen das Gefühl. Eine alte Jacke, die nach jemandem riecht, den wir vermissen. Ein Buch mit Notizen in einer Handschrift, die nicht unsere ist. Ein Werkzeug, das sich vertraut anfühlt, obwohl wir es nie selbst benutzt haben. Dinge tragen Spuren. Nicht übernatürlich, nicht magisch, aber real. Und der Mythos der Tsukumogami sagt: Respektiere diese Spuren. Erkenne, was in den Dingen lebt. Nicht, weil du Angst haben musst, sondern weil diese Spuren Teil von dir sind. Vielleicht war der Mythos nie eine Warnung vor Dingen, sondern eine Warnung vor Gleichgültigkeit. Die leise, tiefe Überzeugung, dass wer achtlos mit der Welt umgeht, den Faden zu ihr verliert. Und wer den Faden verliert, verliert sich selbst. Kehren wir zurück zu unserer Teeschale. Sie liegt noch immer da, wo sie gelegen hat. Die feinen Risse im Lack, die Spuren von 100 Händen. Vielleicht hat sie keinen Geist. Vielleicht erwacht sie nie. Vielleicht ist das alles nur eine Metapher, ein Mythos, eine Geschichte, die Menschen sich erzählten, um die Welt zu verstehen. Aber dann wieder. Wenn ein Objekt 100 Jahre überdauert, trägt es Spuren. Von Händen, von Stimmen, von Zeit. Von Menschen, die einst den gleichen Tee getrunken haben, den du trinkst. Die dieselbe Stille gespürt haben, die du kennst. Die dieselben Fragen hatten, die du hast. Und vielleicht ist genau das seine Seele. Die Tsukumogami lehren nicht Dinge zu fürchten. Sie lehren Dinge zu sehen. Wirklich zu sehen. Mit den Fragen: Was hat dieses Ding erlebt? Wessen Hände haben es gehalten? Welche Zeit trägt es in sich? Und vielleicht die wichtigste Frage: Was sage ich der Welt durch das, was ich behalte? Was sage ich ihr durch das, was ich wegwerfe? Wenn dich Mythen faszinieren, wenn du mehr von den alten Fragen willst, die Menschen in Mythen verpackt haben, dann abonniere den Kanal und schreib mir in die Kommentare: Gibt es ein Objekt in deinem Leben, das so lange bei dir ist, dass du das Gefühl hast, es kennt dich? Ich bin gespannt. Und die nächste Legende wartet bereits.